Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen den Logo Web Editor, kurz LWE genannt, vorstellen. Mit dem Logo Web Editor ist es möglich, einen benutzerdefinierten Webserver zu erstellen. Heißt, wenn einem der Webserver der Logo nicht so zusagt für seinen Anwendungszweck, beziehungsweise wenn man einfach eine schöne Gestaltung haben möchte, wenn man am Handy oder am Computer etwas steuern möchte, speziell jetzt für die Hausautomation, dann kann man mit dem Logo Web Editor eine schöne Visualisierung erstellen. Vorab, wie downloadet man den Logo Web Editor? Den Logo Web Editor kann man bei Siemens herunterladen. Das ist genau in dem gleichen Package wie bei dem Firmware Update, also genau in dem gleichen ZIP-File. Entsprechend ist das Vorgehen beim Download genau gleich wie beim Firmware Update. Deshalb verlinke ich Ihnen in der Infobox das Video vom Logo Firmware Update, wo Sie dann schauen können, wie der Download vonstatten geht. Ja, jetzt komme ich aber zum Web Editor. Man fängt hiermit an, also der ist übersichtlich aufgebaut, bietet aber doch gute Funktionen dafür, dass er kostenlos enthalten ist. Hier kann man ein neues Projekt erstellen. Hier kann man dann den Projektnamen und den Speicherort angeben und ganz wichtig, die Standardauflösung. Standardauflösung ist nämlich darüber entscheidend, wie groß das Bild im Endeffekt ist, was man auf dem Webserver sieht. Natürlich stellt man für Mobiltelefone, also Smartphones oder Tablets, also mobile Geräte, eine andere Auflösung ein als bei Desktop-PCs oder Laptops. Das kann man hier einstellen. Ich nehme für mein Projekt jetzt mal 1920 x 1080, was eben Full HD entspricht. Um das Projekt zu erstellen, einfach hier auf Fertigstellen klicken. Ich habe hier schon mal ein Projekt erstellt. Tutorial, um das mal zu erklären. Hier hat man die Seiten. Hier kann man sich mehrere Seiten erstellen, zwischen denen man auch wechseln kann. Und worauf es noch im Wesentlichen ankommt, ist hier der Navigator. Den Navigator würde ich empfehlen, direkt zuerst zu machen, damit man nachher kein Problem hat. Hier kann man sich nämlich einstellen, wie die Navigation aussehen soll. Im Normalfall ist dieses Kästchen Startseite nicht vorhanden. Ich lösche das mal raus, sondern nur Log-Off. Das erzeugt allerdings das Problem, dass, wenn man das vergisst, nicht auf seine Startseite kommt. Also muss man hier ein Element mit Drag and Drop hineinziehen, was eben verlinkt auf unsere Startseite. Die kann man hier auswählen in den Eigenschaften. Es gibt hier grundsätzlich die Komponente, dann die Seite und die Eigenschaften als Fenster. Das kann man dann hier unter Fenster entsprechend ein- und ausblenden. Man kann die Fenster hier auch in der Größe anpassen, in der Breite. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Entsprechend andere Seiten kann man hier auch noch hinzufügen, wenn man mehrere hat, nach dem gleichen Prinzip. Hier auf Startseite kann man dann seine Seite designen oder eben die anderen Seiten, die man noch hinzufügen möchte. Das ist sehr einfach gehalten und ja, man kriegt aber gute Ergebnisse hin, wenn man es möchte. Ja, hier hat man erstmal Tools, wo man zeichnen kann. Dann gibt es hier Basiselemente, sage ich mal, also zum Beispiel einen Text. Zieht man einfach per Drag and Drop hier rein. Kann man dann benennen, wie man möchte. Ich mache mal zum Beispiel Variable 0.0 und dann erstelle ich mir noch einen Text. Merker M1. Warum habe ich das so gewählt? Ich möchte Ihnen zeigen, dass es funktioniert mit dem Web Editor. Dazu habe ich ein Programm angefertigt, was jetzt sehr einfach gehalten ist. Einfach ein Netzwerkeingang mit der Variable 0.0, welche direkt das Signal auf den Merker 1 führt. Ja, da möchte ich Ihnen das kurz zeigen, dass die Kommunikation auch funktioniert. Ja, man kann auch Bilder hinzufügen. Das finde ich sehr gut, wenn man sich jetzt in der Visualisierung austoben möchte, eine schöne Visualisierung machen möchte. Meiner Meinung nach extrem wichtig, wenn man eine schöne Visualisierung hat. Man kann sich da mit Vorlagen behelfen oder man kann auch sagen, ich tobe mich jetzt in Photoshop, GIMP oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen aus und erstelle mir eigene Sachen, wobei man hier entsprechend viele Möglichkeiten hat. Man hat hier sehr viele Möglichkeiten, Sachen auszuwählen und man hat in der Graph-Bibliothek hier
mygraph. Da kann man dann eigene Bilder auswählen und importieren, also durchsuchen. Dann hat man hier eben den Pfad und dann klickt man auf Datei hochladen. Ja, hier habe ich jetzt mal einfach einen spontanen Thumbnail von mir importiert. Klickt man drauf, wählt es aus und man kann es importieren, entsprechend auch die Größe verändern. Ja, das mache ich mal raus, da ich ja im Wesentlichen nur auf die Funktion eingehen möchte. Einen Link kann man auch noch machen, wenn man zum Beispiel auf eine Internetseite verlinken möchte. Das geht auch. Ja, Digital- und Analogwerte kann man ja auch anzeigen lassen. Ich gehe jetzt eher auf den Digitalwert ein, möchte aber vorher noch sagen, dass man hier auch Zeiten, also zum Beispiel die Logouhr, einbinden kann. Um das eben darzustellen, in meinem Logo-Programm benötige ich ja 2 Digitalwerte, weil Variable und Merker 2 Digitalwerte sind. Also jeweils 0 und 1. Hier hat man dann die Möglichkeit einzustellen, welche Variable es ist. Man kann jetzt hier entsprechend auswählen, wähle ich jetzt mal Variable aus, dann kann man hier eben die Variable auch einstellen, also die Adresse, und hier kann man das dann genauso machen mit dem Merker. Bei der Variable muss man allerdings zwingend auswählen, schreibbar, damit man sie auch verändern kann. Also damit der Web-Editor die Variable eben ändern kann. Sonst kann der Web-Editor die Variable nicht ändern. Ja, hier kann man dann noch Bilder und Texte auswählen. Also man kann auch Bilder auswählen für den Zustand ein oder aus und Texte bearbeiten. Was auch geht, ist hier über diese Auswahl benutzerdefinierte, also eigens erstellte Variablen zu nutzen. Das finde ich ist auch eine gute Sache. Hier gibt es nämlich eine Variablen-Tabelle, die man anlegen kann. Und dann weiß man, welche Variable man hat und hat dann ein meiner Meinung nach übersichtliches Programm. Genau, ich möchte es jetzt aber mal nur hier an dem Beispiel zeigen. Wenn man dann sein Projekt fertig erstellt hat, dann sollte man das auf jeden Fall vorher abspeichern. Es geht dann hier über die Diskette, wie gewohnt. Und dann muss man das auf die Logo übertragen. Das funktioniert folgendermaßen. Man klickt hier auf das Icon, speichert das natürlich nochmal und kann dann hier die IP-Adresse der Logo eingeben, auf die man das übertragen möchte. Vorweg gesagt, man benötigt zwingend eine SD-Karte, da die Datei vom Webserver nicht in den internen Speicher passt. Deshalb braucht man eine SD-Karte in der Logo und dann kann man das eben übertragen. Hier wird mir noch gesagt, dass das länger dauert. Man kann das andererseits auch auf die SD-Karte bereitstellen. Das zeige ich mal eben noch. Das gibt es dann hier auf SD-Karte bereitstellen, die Option. Kann man die SD-Karte in den Computer stecken und eben auf die SD übertragen. Genau, ich wähle jetzt aber mal wieder herunterladen aus und bestätige das. Hier wird gesagt, dass es länger dauert. Es dauert im Normalfall 30 Sekunden bei mir immer. Natürlich muss man die Logo auch stoppen und dann wird das Tutorial-Projekt vom Webserver übertragen. So, ich habe das jetzt fertig übertragen und starte die Logo wieder. Und jetzt kann ich eben auf meinen Logo-Webserver gehen. Da habe ich jetzt einfach wieder die IP-Adresse eingegeben, vorhin natürlich den Webserver aktiviert. Hier gebe ich jetzt wie gewohnt das festgelegte Passwort ein und ich muss hier den Haken bei benutzerspezifischer Webseite setzen, da ich sonst natürlich auf den normalen Webserver komme, wie im Webserver-Video gezeigt. Das muss man setzen, damit man auf den eigens erstellten Webserver kommt. Genau, einmal anmelden und man ist direkt da. Hier in der Navigation kann man dann die Startseite auswählen oder Log-Off, also Logout. Dann ist man eben wieder raus. So, jetzt betätige ich mal und wie Sie sehen, der Merker wird auch gesetzt. Das funktioniert. Genau, wenn ich das halt setze, funktioniert das auch. Ja, also die Gestaltung kann man natürlich noch ausbauen, aber mir ging es jetzt darum, Ihnen das Prinzip zu zeigen. Da hat man im Webeditor eben noch mehrere Möglichkeiten. Ja, das sollte es für dieses Video auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Sollten Sie noch Fragen haben, gerne ab damit in die Kommentare, genauso wie Kritik und andere Anliegen. Und
Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn Sie zukünftige Videos zu Siemens Logosoft, ETS5, anderen Themen der Hausautomation und der Elektrotechnik nicht verpassen möchten, dann klicken Sie auch gerne auf den Abonnieren-Button auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss!